Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Tore, verschossene Elfmeter, VAR-Entscheidungen, rote Karten, Rudelbildungen. Dieser Klassiko hatte alles, was das Fußballherz begehrt. Und das Beste von allem: es hatte ein Happy End. Real Madrid dominiert und gewinnt absolut verdient mit 2:1 gegen den FC Barcelona und holt sich einen kleinen Puffer an der Tabellenspitze in La Liga. Und der FC Barcelona kann sich beim Schiedsrichter und beim Chancenwucher von Real Madrid bedanken, dass es keine historische Blamage gab. Und wisst ihr, was das Beste am ganzen Nachmittag war, was mich noch viel mehr gefreut hat als dieser souveräne Sieg? Dass unsere Mannschaft lebt. Real Madrid hat den Charakter auf dem Platz gezeigt, den wir Madridistas sehen wollen. Sie sind mit Blut in den Augen in jeden einzelnen Zweikampf gesprungen. Denn das, meine Freunde, ist mein Real Madrid. 13 Spiele, 12 Siege und nur eine Niederlage. Das Real Madrid von Xabi Alonso legt eins der besten Saisonstarts in der Vereinsgeschichte hin. Und wenn hinter diesem Real Madrid, hinter diesem Trainer noch ein Fragezeichen war, war es, ob Real Madrid gegen große Mannschaften mithalten kann. Und aus diesem Fragezeichen wurde gestern Mittag ein dickes, fettes Ausrufezeichen. Xabi Alonso und Real Madrid hat gestern bewiesen, dass man gegen eine wirklich große Mannschaft, das muss ich leider zugeben, der FC Barcelona ist eine große Mannschaft, dass man von A bis Z dominiert hat. Das sagt nicht nur ich, weil ich eine Real Madrid-Brille aufhabe, das sagen auch die Statistiken, die ich euch einblende. Real Madrid hatte 3,67 Expected Goals, Barcelona gerade mal 1, jeder, der das Spiel mit 2 Augen gesehen hat, hat gesehen, das Anormalste am gestrigen Nachmittag war das Ergebnis. Ich glaube, kein Fußballfan kann dieses Spiel sehen und sich erklären, wie Real Madrid dieses Spiel nur 2:1 gewonnen hat. Real Madrid hat Spaß gemacht, hat gepresst, hat dominiert. Barcelona hat es nicht geschafft, sich spielerisch zu lösen, wenn Madrid Druck gemacht hat. Wenn Madrid dann wollte, hat Madrid sich zurückgezogen und ist auf Konter gegangen. Und trotz alledem war Real Madrid über die 90 Minuten oder 105 insgesamt die bessere Mannschaft. Das ist auch so eine Sache. Dieses Spiel hat wieder an die Klassikos von früher erinnert. Nicht nur wegen der Rudelbildung, roten Karten etc. Vor allem, weil mir dieses Spiel vorkam, als wenn wir 3 Stunden gespielt hätten. Die Minuten vergingen einfach nicht. Ja, aber Gott sei Dank muss ich auch sagen, als Madrid-Fan, ich hatte nicht wirklich das Gefühl, dass FC Barcelona das Unentschieden machen wird. Ich glaube, die einzige Chance, die sie hatten, war in der Nachspielzeit, als Koundé den Ball im 16er annimmt und der Ball 5 Meter wegprallt. Ja, aber bevor wir auf die Einzelheiten gehen, schauen wir uns erst einmal die Aufstellung an, die unser Trainer Xabi Alonso gewählt hat. Und ich muss sagen, Chapeau, ich ziehe meinen Hut vor Xabi Alonso. Er hat eine tolle Aufstellung gemacht. Er hat sogar eine bessere Aufstellung gemacht, als die ich gemacht hätte. Und das tut meinem Ego weh, nein. Denn ich hatte ja die Aufstellung mit einem Franco Mastantuono rechts vorne gemacht. Und Xabi Alonso hat einen Eduardo Camavinga als rechten Mittelfeldspieler neu erfunden. Und das sagt auch ein Eduardo Camavinga selber. Schaut euch mal den Tweet an. Neue Position unlocked. Jetzt kann er auch noch rechter Flügel. Früher haben wir uns immer darüber witzig gemacht, dass ein Eduardo Camavinga alles spielen kann. Jetzt hat er die nächste Position. Ich sag ja, Eduardo Camavinga ist mehr oder weniger wie Fede Valverde, nur als Linksfuß. Ja, und was hat Xabi Alonso damit geschafft? Er hatte beide Seiten dicht. Der FC Barcelona kam nicht durch das Bollwerk Real Madrid. Ein Eduardo Camavinga passt wie die Faust aufs Auge auf das System Xabi Alonso. Hohes, aggressives Anlaufen, Pressing. Der FC Barcelona kam nicht andersrum herum, als den Ball hinten zu Szczęsny zu spielen und der musste den Ball nach vorne schlagen. Ja, und da hinten in der Abwehr war ein Dean Housen und ein Eder Militao, der für mich kein Mensch ist.
Ich kann es nicht verstehen. Ich habe es oft genug gesagt und ich muss es nochmal erzählen. Es ist nicht normal, dass ein Spieler sich 2 Kreuzbandrisse an jeweils einen an jedem Knie holt und dann wiederkommt und einer der besten Innenverteidiger der Welt ist, wenn nicht der beste Innenverteidiger. Was war das wieder für ein Spiel von Eden Militao? Ihr kennt mich inzwischen, zur Einzelbewertung komme ich gleich. Aber Real Madrid hat das Spiel von Anfang an dominiert. Und jetzt habe ich eine Sache gemacht, die ich eigentlich nicht mache, aber es ist so viel passiert und ich hatte Angst, das zu vergessen, dass ich mir Notizen gemacht habe. Für die erste Aktion brauche ich aber keine Notiz. Da waren gerade mal 2 Minuten gespielt. Vini Junior geht in den 16er und Lamine Yamal streckt den Fuß aus und jetzt ist die Frage, ist das Foul oder ist das kein Foul? Ich kann beide Meinungen tatsächlich akzeptieren. Vor der Kamera oder vom Fernseher habe ich gesagt, ganz klarer Elfmeter. Danach, wenn man die langsamen Bilder gesehen hat, für mich wäre es kein Elfmeter, wenn Lamine Yamal den Ball berührt. Dadurch, dass er die einzige Intention, die er hat, den Schuss von Vini zu verhindern ist das für mich eher Elfmeter als nicht. Für mich ist das so ein 60-40 oder 70-30 Elfmeter. Wofür ich aber kein Verständnis habe, ist, dass der Schiedsrichter diesen Elfmeter pfeift und das VAR sagt, wir müssen uns einmischen, das ist eine 100%ige Fehlentscheidung. Denn so, meine Freunde, hat man uns den VAR erklärt. Der mischt sich nur ein, wenn es eine 100%ige Fehlentscheidung war. Und wenn ich diese Szene sehe, ist das für mich auf keinen Fall eine 100%ige Fehlentscheidung. Für mich ist es nicht mal eine Fehlentscheidung. Naja, wie dem auch sei, das VAR in Spanien macht seine Magie. Ein paar Minuten später, 13. Minute, hat das VAR noch einmal seine Magie gemacht. Und zwar macht Kylian Mbappé einen absoluten Banger, ein absolutes Traumtor. Zweikampf vorm Tor vom FC Barcelona zwischen Fermín López und Arda Güler. Jetzt ist nämlich die Frage, war Arda Güler überhaupt am Ball? Oder kommt der Ball von Fermín López? Also, die Schiedsrichter müssen sich erst einmal dafür entscheiden, dass Fermín López dass Arda Güler den Ball gespielt hat. Diese 50-50-Entscheidung müssen die schon zugunsten des FC Barcelona wählen, um dann auch noch zu entscheiden, dass Kylian Mbappé wie weit im Abseits war? 0,1 Millimeter, wenn überhaupt? Also, damit das VAR dieses Traumtor von Kylian Mbappé annullieren kann, müssen sie zunächst einmal entscheiden, dass der Ball von Arda Güler kam, obwohl der für mich von Fermín López kommt. Und dann müssen sie auch noch den genauen Frame wählen, dass Kylian Mbappé Mikromillimeter im Abseits war. Und dann bin ich ganz ehrlich, ich vertraue diesem VAR-System nicht. Wenn ich diesem VAR-System vertrauen soll, dann sollen die mir gefälligst diese Situation, diesen Frame innerhalb von 10 Sekunden zeigen. Nicht erst nach 6, 7 Minuten wieder, nachdem die mit ihren Mannequin machen können, was die wollen. Gib mir Photoshop und ich stelle dir Kylian Mbappé ins Abseits. Ich vertraue dem VAR-System in Spanien nicht, solange ihr wisst, wer der Inhaber von diesen Bilderrechten ist. Naja, wie dem auch sei, im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, der Schiedsrichter hat meiner Meinung nach das gepfiffen, was er gesehen hat. Ich möchte Soto Grado, dem Schiedsrichter, keinen Vorwurf machen, auch wenn er sich hier und da mal gegen Real Madrid entschieden hat bei 50-50-Situationen. Aber das ist gut. Mir hat sogar der Stil, den er gestern sehen wollte, gefallen. Dass er nicht jede Aktion abgepfiffen hat. Der hat mal durchlaufen lassen, auch wenn es mal eher faul war gegen Madrid oder auch wenn es mal eher faul war gegen Barcelona. Er wollte ein bisschen Premier League Vibes. Hat mir richtig gut gefallen. Hat diesem Spiel gut getan. Ja, und dann kommt die 22. Minute. Und da konnte das VAR auch nichts mehr machen. Jude Bellingham macht eine unglaubliche Aktion im Mittelfeld. Lässt erstmal Pedri links liegen, als wenn der nicht mal da wäre, steckt den Ball auf Kylian Mbappé durch,
Traumhafte Aktion von Jude Bellingham. Keine Sorge, zu ihm kommen wir gleich. Und traumhafter Laufweg und Abschluss von Kylian Mbappé. Dieses 1:0 von Real Madrid war nicht nur verdient, es war überfällig. Und Kylian Mbappé macht, wie gesagt, das hochverdiente 1:0. Aber es hätte zu diesem Zeitpunkt schon 2:0 oder 3:0 für Madrid stehen können. Kurz danach tolle Flanke von Aurélien Tchouaméni aus dem Halbfeld. Ein Dienhausen taucht auf einmal am Fünfer von Barcelona auf, schießt den Ball in die kurze Ecke und Szczęsny hält ihn. Normalerweise bewerte ich nicht die gegnerischen Spieler, aber 10 von 10 von Szczęsny am gestrigen Nachmittag. Nicht nur die Parade, der hatte noch andere Paraden, den Elfmeter super gehalten. Also an Szczęsny lag es gestern bei weitem nicht. Ich hoffe nicht, dass irgendein Barca-Fan versucht, dem Torwart die Schuld zu geben. Ja, und dann passiert das. Ja, wie viel Geld muss ich ins Phrasenschwein schmeißen? Wenn vorne die Dinger nicht gemacht werden, wenn der Chancenwucher auftaucht, wenn ein Elfmeter zurückgenommen wird, wenn du so ein Stück im Abseits stehst, ja, dann kommt der FC Barcelona einmal nach vorne. Arda Güler kriegt schon einen unangenehmen Ball von Fede Valverde. Das muss man auch sagen. Man schiebt die ganze Schuld auf Arda Güler, aber der kriegt einen Ball, wo der so ein bisschen umzingelt ist. Was soll der denn machen? Soll er den Ball einfach wegschießen? Naja, auf jeden Fall, was er nicht machen darf, ich glaube, da sind wir uns alle einig, den Ball da so knapp vom eigenen 16er zu verlieren. Ja, und der FC Barcelona macht das dann auch gut. Fermín López hat einen Torriecher, nutzt das aus, Ball in die Mitte, der Spanier macht das 1:1. Ja, und so seltsam ist manchmal Fußball, weil ich bin der Meinung, Arda Güler hat bis dahin und auch danach ein richtig gutes Spiel gemacht, sah bei dem Tor schlecht aus. Aber das ist manchmal auch Glück und Pech. Eduardo Camavinga verliert in der allerersten Minute einen Ball vom eigenen 16er und ein Rashford schießt den Ball Courtois in die Hände. Und ich glaube auch ein Dienhausen hat in der gleichen Aktion auch schon den Ball verloren. Wenn da der Ball reingeht, sagt man, oh, Camavinga, schlechtes Spiel. Naja, wie dem auch sei, ich bin zufrieden mit der Leistung des jungen Türken, dazu komme ich später. Was ich auch gut finde, den Charakter, den er bewiesen hat, denn danach ging es weiter. Kurz danach macht er nämlich einen tollen Seitenwechsel auf Vini Junior. Und Vini Junior Prime ist wieder da, meine Freunde. Vini Junior hat gestern mit Koundé oder auch mit Frenkie de Jong gemacht, was er wollte. Der hatte Spaß. Der hat manchmal einfach nur aus Spaß gedribbelt, wenn er es nicht hätte machen müssen. Ja, und beim 2:1, was ein Vini Junior da mit einem Koundé macht. Unglaublich, zieht vorbei. Lange Flanke an den zweiten Pfosten. Militao köpft zurück. Dienhausen kommt nicht dran. Jude Bellingham ist einfach, ja, ist ein geborgener Mittelstürmer, obwohl er im Mittelfeld spielt. Er hat den Torriecher, er weiß, wo der Ball hinkommt. Er macht, ja, wie gesagt, absolut verdient das 2:1. Das Einzige, über was wir uns beschweren können, ist das Ergebnis. Ja, und dann kurz danach, 2 Minuten später, macht Real Madrid das 3:1. Vini Junior macht mit Frenkie de Jong, was er will an der Seitenlinie. Spielt den Ball zurück auf Arda Güler, der einen Traumpass auf Kylian Mbappé macht. Dann wird ein Fünfer ein bisschen hin und her geschossen. Der Ball rollt zu Kylian Mbappé. Der Franzose macht das 3:1. Und das zweite Tor, was Kylian Mbappé aberkannt wird. Ja, dann ging es in die Kabine. Und ich glaube, kein Mensch auf diesem Planeten wusste, wieso Real Madrid nur mit einer 2:1-Führung in die Halbzeit geht. Xabi Alonso lässt alles unverändert, Barcelona auch und Real Madrid spielt auch unverändert weiter. Kurz danach, Bellingham schon wieder Bellingham, geht über rechts in den 16er, der Ball prallt nochmal von seinem Knie ab, würde in Richtung Fünfer gehen und Eric Garcia macht eine absolute Dummheit. Kein Madrid-Spieler war in der Nähe, der Ball vom Knie von Bellingham wäre wahrscheinlich in die Hände von Szczęsny geprallt, aber Eric Garcia, man kann es auch Instinkt nennen, hebt die Hand, haut den Ball weg. Klarer Elfmeter. Der Schiri hat es nicht gesehen. Naja, der hatte schon einen Elfer gepfiffen, der falsch war. Also das VAR hat ihm zumindest gesagt, der war falsch. Wahrscheinlich hat er sich nicht getraut, noch eins zu pfeifen. Das VAR hat ihn gerufen, Elfmeter. Und da gibt es Kritik an Kylian Mbappé. Die Kritik sehe ich nicht. Ich finde, der Franzose hat einen guten Elfer geschossen. Aber Ehre wem Ehre gebührt. Szczęsny hält den überragend. Im Fallen hebt er die Hand, hebt den Ball am Tor vorbei. Wow! Tolle Parade von Szczęsny. Und das nächste Mal, wo wir Madridistas uns alle angucken und denken, wieso steht's hier nicht schon 5:1? Ja, kurz danach macht dann Bellingham nach einer tollen Vorlage von Brahim wieder das 3:1. Und es ist wieder Abseits. Aber in diesem Fall gebe ich zu, es war klares Abseits. Ja, dann
kommt eine kleine Kritik an Xabi Alonso. Xabi Alonso, die erste Elf, die er gewählt hat, war top. Aber ich finde, jede Auswechslung hat Real Madrid schlechter gemacht. Ein Arda Güler, ich habe Verständnis dafür, dass er ausgewechselt wurde. Der ist unglaublich viel gelaufen, hat sehr viele Meter gemacht, hatte vielleicht die Kondition nicht. Aber man hat gemerkt, als er weg war, fehlte Real Madrid der sichere Spielaufbau und Barcelona hat in der letzten halben Stunde das Kommando übernommen. Real Madrid hat sich hinten reingestellt, ist auf Konter gegangen, aber Barcelona hat auch wirklich keine richtige Torchance kreiert. Ja, und dann der andere Wechsel, wo ich zwar Vini Junior kritisieren muss, wegen seiner Reaktion, sowas machst du nicht. Egal wie sauer du bist, sowas klärst du in der Kabine. Vor allem hat er, als der rausgegangen ist, Sachen gesagt wie, ich verlasse den Verein, ich gehe. Egal wie wütend du bist, sowas gehört sich nicht. Ja, aber ich kritisiere auch einen Xabi Alonso. Der beste Mann im Sturm gestern war Vini Junior. Der hat gestern mit Barca gemacht, was er wollte. Er war ein viel größerer Gefahrenherd als ein Kylian Mbappé. Und das sage ich, obwohl Kylian Mbappé 3 Tore gemacht hat, von denen den 2 nicht gegeben wurden. Also absolut kein Verständnis, wieso du einen Kylian Mbappé rausholst. Ja, und danach von Auswechslung zu Auswechslung wurde Real Madrid gefühlt ein bisschen schlechter, aber Barcelona kam auch nicht klar. Pedri hat alles dafür getan, dass der Schiri ihm eine gelb-rote Karte gibt, hat davor Camavinga einfach von hinten einen Gehfehler gemacht, muss schon gelb sein. Schiri denkt sich, nee, du heißt Pedri, deshalb gebe ich dir nicht gelb-rot. Dann denkt der Pedri sich, ich habe nächste Woche keinen Bock zu spielen. Jetzt tritt ich auch noch in Tchouaméni um und dann hat er sich verdient gelb-rot geholt. Übrigens, nach dem Schlussfeld gab es noch eine rote Karte für Luni, noch etliche gelbe Karten. Im Spielbericht könnt ihr euch gerne auf den Seiten anschauen. Also, ja, denn was ist dann passiert? Rudelbildung im Santiago Bernabéu. Nein, haben wir das in den Klassikos vermisst. Und ich muss direkt an das Sprichwort denken, wer Wind weht, wird Sturm ernten. Was hat sich ein Lamine Yamal gedacht, vor so einem Spiel, solche Sprüche rauszuhauen? Ja, die Reaktion von Real Madrid habe ich ehrlich nicht erwartet, aber sie hat mich begeistert. Ich muss mich eigentlich bei Lamine Yamal bedanken, dass er das Feuer aus unseren Spielern rausgekitzelt hat. Sei es ein Dani Carvajal, der ihm gesagt hat, du redest zu viel. Sei es ein Vini, der ihm gesagt hat, du redest vor ihm. Sei es ein Thibaut Courtois. Und das Beste an allem, ein Lamine Yamal hat auch noch zu jedem Einzelnen gesagt, komm in die Kabine. Und mein erster Gedanke war, du möchtest mit diesem Dani Carvajal in der Kabine was klären? Brudi, ich sag lieber nicht, was mit dem Lamine Yamal in der Kabine passiert wäre. Ja, auf jeden Fall glaube ich, dass diese Sprüche Real Madrid noch das nötige Pfefferfeuer gegeben haben, um diesen Einsatzwillen an den Tag zu legen. Ja, im Großen und Ganzen war es das, was es zum Spiel zu sagen gibt. Normalerweise kommt jetzt meine Einzelbewertung der Spieler, aber es ist so viel in dem Spiel passiert. Wenn ich jetzt noch die Einzelbewertung mache, dauert das Video locker eine halbe Stunde. Deshalb mache ich es mir einfach. Ich blende hier die Community-Noten ein, die wir gestern nach dem Spiel gemacht haben. Ich wollte mich übrigens nochmal bei jedem einzelnen von euch bedanken. Das war gestern der absolute Wahnsinn beim Live-Watch-Along. Wir waren teilweise über 700 Leute. Die Stimmung war der absolute Wahnsinn. Ihr seht da die Community Notes. 2 Spieler möchte ich aber speziell hervorheben. Für mich Nummer 1, Eder Militão. Wie gesagt, es ist nicht menschlich, was er gerade leistet, nach diesen Knie-OPs so zurückzukommen. Der wahrscheinlich beste Innenverteidiger der Welt zurzeit. Das ist der absolute Wahnsinn. Und an seiner Seite für mich der MVP von gestern, Jude Bellingham. Er hat wieder bewiesen, warum er in seiner ersten Saison bei Real Madrid, hätte er sich die Schulter nicht verletzt, wahrscheinlich den Ballon d'Or gewonnen hätte. Er hat wieder gezeigt, wie er dieses Real Madrid auf ein anderes Niveau bringen kann. Er ist ein absolutes Monster in jeder Phase des Spiels. In den Defensiv-Zweikämpfen, in den
Offensiv-Zweikämpfen, in der Luft, am Boden. Dazu hat er einen Torriecher wie Gerd Müller. Also unglaublich. Ein Jude Bellingham ist einmalig in der Welt des Fußballs. Wer mir auch noch sehr, sehr gut gefallen hat, war gestern ein Vini Junior. Und ich könnte mit Sicherheit noch den ein oder anderen loben, aber im Endeffekt war das gestern eine tolle, geschlossene Mannschaftsleistung, wo mir jeder Einzelne wirklich gut gefallen hat. Ich als Madridista bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Diese Mannschaft gibt mir das Feuer, was ein Xabi Alonso am Anfang der Saison versprochen hat. Ja. Das war meine Zusammenfassung von dem Spiel. Deine Meinung zu dem Spiel und zu meinem Video hätte ich gerne in den Kommentaren. Schreib es mir da rein. Wenn du schon mal da bist, sei so nett, lass ein Like da, teilen. Wenn du noch kein Follow da gelassen hast, mach es, kostet nichts und du hilfst mir. Wir sind auf dem Weg zu den 15.000. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber wir sind tatsächlich auf dem Weg dahin. Ich bin jedem Einzelnen von euch sehr dankbar. Danke für dein Follow, für den Kommentar, für das Like. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. À la Madrid!